Ja, dann bräuchten wir noch irgendwas für nächste Woche als Vorbereitung, so eine Generalprobe, wenn wir in die Alpen wollen. Irgendwas, viel Kilometer, wenig Höhenmeter, mit Klettern am besten dabei, vielleicht noch ein Gipfelerfolg. Also du meinst für morgen sozusagen, dass wir dann für die nächste Woche uns vorbereiten können. Genau. Am besten ohne weit fahren zu müssen. Das wäre nicht schlecht. So, Allerdings direkt vor der Tür. hier in der Gegend, es ist jetzt nicht sehr alpin, Schwierig. Mittelgebirge. Aber du, ich glaube, ich habe eine Idee. Oh, Anna, warte mal, warte mal. Guck mal, wer wieder Was? da ist. Oh, wir sind nicht alleine. Nein, da sind sie alle wieder. Schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden Ja, habt. hallo. Genau, sind gerade bei der Tourenplanung für morgen. Ja, und Ich glaube, ich habe eine echt du gute hast Idee. eine Idee, genau. Ist da auch viel Höhenmeter dabei? Kletterei, was man sich so vorstellt? Du weißt, mit wem du hier redest? Es ist ein Argument. Okay, also du Es hast ist quasi, definitiv, sind viele Höhenmeter dabei. Es gibt definitiv auch Kletterei. Lass dich doch einfach überraschen. also du hast jetzt quasi Spannung, Spiel und Schokolade des Wanderns gefunden. Vor der Haustür. Ja, Große Worte. Ich bin gespannt und dann würde ich sagen, schwätzen wir doch gar nicht lang rum und schau mal, was es so rausgefunden hat für uns. ja, schauen wir mal. Und ich hoffe mal, ihr kommt auch mit und schaut es euch an. Anne hatte nicht zu viel versprochen. Wir starteten am Ortseingang Bensheim-Zell. Und es ging direkt raus aus dem Ort, rein in den Busch und ran an den Berg. Ja, unseren ersten kleinen Anstieg haben wir geschafft. Und ja, hinter uns seht ihr jetzt auch schon unser erstes kleines Gipfelziel für heute in Hemsberg. Ungefähr hier? Genau, ungefähr da. Und ja, da gehen wir jetzt weiter hoch. Ja, nix wie los. Nach kurzem Abschnitt unter freiem Himmel ging es alsbald knackig weiter unterm Blätterdach bergauf. Wie sich das gehört, über Stock und über Stein bis zum Gipfel. Oben! So, das haben wir uns jetzt echt verdient. Was? Echt jetzt? Naja, schaut so aus, als würden wir jetzt die nächsten Höhenmeter gleich machen. Dann nix wie los. So, wir sind angekommen am Felsenmeer und ja, die Anne macht schon die ersten Höhenmeter und ich schwätze jetzt gar nicht viel. Ich mache jetzt hinterher. Und weiter ging es. Nach dem Anschwitzen am Hemsberg erklommen wir nun über das Felsenmeer den Felsberg. Zu den Höhenmetern kam dieses Mal also noch Kraxelei. Und davon gar nicht mal wenig. Und weil über die Felsen noch nicht genug war, ging es zur Abwechslung auch mal drunter durch.
Übrigens, das Felsenmeer war schon den Römern bekannt und wurde von diesen als Steinbruch genutzt. Aber das mal nur am Rande. Heute geht es bei uns ja um Höhenmeter. Wobei, der restliche Weg zum Gipfel war vergleichsweise entspannt. So, wir haben es geschafft. Sind oben angekommen, über alle Felsen gekraxelt. Und ich glaube, jetzt haben wir uns wieder was zu trinken verdient. Dann, Prost! Bin ich jetzt hier gelandet? Ah, und weiter bergauf da vorne. Na dann. Anne konnte heute wohl nicht genug Höhenmeter bekommen. Los ging es in Zwingberg an der Bergstraße am Löwenplatz. Nächstes Ziel: der Gipfel des Melibokus. Seines Zeichens höchster Berg des hessischen Teils der besagten Bergstraße und immerhin 517 Meter hoch. Unsere Starthöhe lag bei gut 100 Metern. Ja, wir sind jetzt mittlerweile bei unserem dritten Anstieg für heute. Es geht auf den Melibokus, den höchsten Berg an der hessischen Bergstraße. Ja, und hier stehen wir auch an einem Drei-Wege-Kreuz. Hier laufen nämlich 3 von den Qualitätswegen im Odenwald vorbei: Burgensteig, Nibelungensteig und Allemannenweg. Die Tobi alle schon gelaufen ist. Genau, die ich alle gewandert bin. Gibt es auch Videos, waren so meine Erstlingswerke. Wer es noch nicht kennt, guckt mal rein. Ja, und dann würde ich sagen, genug der Eigenwerbung. Wir machen uns weiter auf den Weg zum Gipfel hoch. Wir haben noch ein ganzes Stück. Genau. Und das ganze Stück war reichlich anstrengend und nicht ganz ohne Hindernisse. Aber hört und seht selbst. In der Schweiß von den Barthaaren tropft. Und in die Brille. Für all die Anstrengung wird man auf dem Gipfel mit schöner Aussicht ins hessische Ried belohnt. Aber wir hatten heute ja anderes im Sinn. Ja, da haben wir es geschafft. Dritter Gipfel für heute, der Melibokus. Und ja, wir schwätzen auch gar nicht so viel. Wir haben jetzt noch eine himmlische Erfahrung vor uns. Und dann würde ich sagen, da begeben wir uns auch direkt mal hin. So, da sind wir jetzt in Heidelberg und gehen unsere letzte Etappe an. Und zwar geht es jetzt hoch über die Himmelsleiter. Wird ein richtig himmlisches Vergnügen auf den Königsstuhl. Ist ungefähr im Vergleich zum Melibokus ungefähr die halbe Strecke bei denselben Höhenmetern. Und würde ich sagen, gehen wir es mal an. Nix wie los. Und von Beginn an ging es gleich ordentlich zur Sache. Es gab Stufen satt. Dabei war die Himmelsleiter noch gar nicht in Sicht.
Hinter dem Heidelberger Schloss wanderten wir weiter bergan bis zum Start der Himmelsleiter, einer Sandsteintreppe auf den Königstuhl. Und die hatte es in sich. Auf der schier endlos anmutenden Treppe machten sich dann auch langsam unsere schwerer werdenden Beine bemerkbar. Macht doch einen Unterschied, ob man die als Erste läuft oder als Letzte. Die hier wissen, was sie heute schon an Höhenmetern gemacht haben. Das geben sie mir jetzt deutlich zu verstehen. Ja, ihr seht, wir sind mittendrin auf der Himmelsleiter. Es ist leicht anstrengend, zumindest für mich. Sie schwitzt weniger. Ich schwitze auch, aber ich tropfe nicht ganz so schlimm, ja, das stimmt. Genau, also das Ding hat entspannte 680 Meter Länge, also nicht viel, aber 270 Meter Höhendifferenz zu überwinden. Und es sind so um die 1300 irgendwas Stufen, haben wir gelesen, wenn das da jemand richtig gezählt hat. Also Genau. wir zählen jetzt nicht, aber es sind viele. Wir machen jetzt weiter. Alla, packen wir es. Machen wir. Und dann war es geschafft. Gipfelbelohnung, die beste Aussicht des Tages und ein Eis. Ja, da haben wir es geschafft. Wir haben Annes Überraschungstour gemeistert. Ja, Tobi, und was sagst du dazu? Wie war's? Ja, mir wurde Spannung, Spiel und Schokolade versprochen, sprich wenig Kilometer auf viele Höhenmeter, Kletterei und Gipfelglück. Und was soll ich sagen, es war alles mit dabei, angefangen von meinem Hausberg hier drüben mit putzigen 262 Meter. Übers Felsenmeer mit Klettern, noch mehr Klettern. Und wenigen Höhenmetern. Vielen Höhenmetern auf wenige Meter im Verhältnis. Ja, wobei die vielen hat sich noch gesteigert. Höhenmeter kommen jetzt erst noch, genau. Der Melibogus, auf den laufe ich auch öfter mal hoch, habe mir dann eine Route rausgesucht, möglichst gerade hoch. Die sind wir dann auch wieder gelaufen. Und ja, dann der krönende Abschluss. Der Weg in den Heidelberg, Himmel. genau, Heidelberg, Hornmarkt, Start bis zur Himmelsleiter und dann die Himmelsleiter auf den Königsstuhl hoch. Genau. Ja, da haben wir uns. Was haben wir denn jetzt eigentlich zusammengekriegt bis zum Ende? An Ach so, Höhenmetern. Müssten so um die 15 Kilometer gewesen sein, also 7,5 Kilometer hoch und 7,5 Kilometer wieder runter. Und ungefähr 1200 hoch, 1200 runter. Die Daten blende ich euch einfach nochmal genau ein, beziehungsweise die einzelnen Touren habe ich bei Komoot aufgezeichnet. Die packe ich euch auch in die Videobeschreibung. Genau. Also was sagst du? Konntest jetzt im letzten Endes mit einer Bergtour mithalten? Es war anders. Man hat halt viele Pausen zwischendrin, weil wir mussten uns ja im Prinzip immer ein Stückchen weiter bewegen. Das stimmt. Und haben halt geguckt, dass wir ziemlich an der Bergstraße vorne bleiben. Deine Felsenmeer. Bedingung war ja auch nicht weit fahren. Genau, Felsenmeer ist jetzt halt ein ganz kleines bisschen im Odenwald drin. Und Heidelberg war jetzt halt in Relation zu den anderen Etappen relativ weit im Süden gewesen. Aber gut, dadurch konnte man sich zwischendurch immer ein bisschen erholen. Ich glaube, ansonsten wären wir
die Doch, Himmelsleiter das nicht so hätten wir entspannt auch hoch. geschafft. Aber Gut. ja, das hätte es noch ein bisschen angezogen. Ja. Gut, dann würde ich doch sagen, Ich glaube, wir sind gewappnet für nächstes Wochenende. genau, was das ist, wird noch nicht verraten. Es wird majestätisch werden. Genau, wir haben Audienz bei einem König, sind am Hof eines Kaisers unterwegs. So viel sei schon mal gesagt. Genau, und jetzt würde ich sagen, widmen wir uns doch mal unserer Oh ja. kleinen Belohnung. Ja, war schön, dass ihr mit dabei wart. Dann euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns spätestens nächstes Wochenende wieder.